Deine Psyche will dir damit sagen, dass Flive unfassbar gut für dich ist. Das stimmt. I can confirm. Seit welcher Version spiele ich Flive? Das kann ich dir so genau nicht sagen, aber ich spiele seit 2007. Also auf jeden Fall nicht V6. Das erste große Update, was ich wirklich erlebt habe, also erlebt im Sinne von, da habe ich auch tatsächlich aktiv gespielt und habe die Veränderung bemerkt, war V9. Das war September 2007. Aber ich habe natürlich schon vorher angefangen. Aber ich kann dir nicht sagen, wann genau. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es irgendwann 2007 war. Und das erste Update war Astria, was ich mitbekommen habe. Deswegen, weil der Master und Hero eingeführt wurde. Und du hast es ja deswegen dann zwangsläufig mitbekommen. Also ich habe eigentlich bis wirklich 2012... Also abgesehen davon, dass der... Ich meine, das war schon immer cute. Früher bei dem Launcher von Flive, da gab es ja immer die Hintergründe. So Akt 7 Kolosseum und so. Und da gab es dann immer da der Launcher dann einen anderen Hintergrund. Oder bei Neubeginn, 2012 war das, glaube ich, waren dann der goldene Launcher und dann gab es mal einen blauen Launcher und einen lilanen Launcher und so, immer farblich angepasst. Und da hat man es mitbekommen, dass sich irgendwas geändert hat, wenn der Launcher plötzlich eine neue Farbe und ein neues Design hatte. Aber wie gesagt, bei Astria hat man es halt auch in-game gemerkt, weil ja dann plötzlich alle dieses M und H hinter dem Namen stehen hatten. Und das hat man halt einfach gesehen. Also ich meine, ich war damals ein Kackboon und höchstwahrscheinlich noch nicht mal Level 60. Also safe, nicht Level 60, irgendwas mit Level 30 oder so wahrscheinlich. Aber ich habe dann halt gesehen, dass dann plötzlich halt Heroes und Master rumlaufen. Deswegen war das erste Update. Also keine Ahnung, was V8 ehrlich gesagt war für ein Update. Muss ein ziemlich kleines, beschissenes gewesen sein. Weil ich habe noch nie jemanden von V8 reden hören. Also zumindest nicht in Bezug von Flive. Vielleicht in Bezug von Motoren oder so. 8-Zylinder, Kappa. Ja, keine Ahnung. Also irgendwas zwischen V7 und V9. Irgendwo dazwischen, probably. Also V7 kam meines Wissens nach Anfang 2007, Februar. Und V9 kam im September. Und irgendwo da habe ich angefangen. Ich meine, es sind nur 7 Monate, aber ja. Ganz genau kann ich es nicht sagen. Aber es könnte sein, dass es im Sommer war. Also, beziehungsweise Frühling. Sowas. Warst du auf V7 dabei auf Steamwalker? Auf welchem Server war ich? Ich war auch auf Steamwalker. Steamwalker Nation. Steamwalker Gang Gang. Danke für die Rose. Danke für die Rose. Gang Gang. Oh Gott. TikTok. Auf PC gespielt hast, kam so ein Update, wo es Collectors gab, mit denen man einfach AFK irgendwo rumstand. Auf dem Collector-Feld, ja. Das gute alte Collector-Feld. Ich würde sagen, man vermisst es hauptsächlich wegen der Optik. Also ich finde schon, dass es fehlt irgendwie. Weil es einfach optisch schon cool aussah. Das System dahinter vermisse ich jetzt nicht unbedingt, weil ich meine, praktisch gesehen... Also ich meine, es ist Flive, also Multi-Accounting ist ja gang und gäbe schon immer gewesen. Hast halt mit 3 Chars gelevelt oder mit 2 Chars und ein Char hat Shop offen und ein Char war auf dem Collector-Feld oder so. Aber letztendlich ist das eigentlich so ein System, mehr oder weniger profitierst du hauptsächlich davon, wenn du 24/7 deinen PC laufen lässt. Und ich meine, keine Ahnung, ist das dann auch wirklich ein Videospiel oder ist das dann schon, keine Ahnung. Also, wenn du 24/7 deinen PC nur anlässt wegen dem Spiel, dann ist das ja irgendwie schon weird. Klar, wenn du ganz wirtschaftlich rangehst und du sagst, okay, PC läuft 24 Stunden, kostet mich so und so viel und ich mache so und so viel Penya, wenn ich das in F-Coin rechne oder in Premium-Währungen, die ich für echt Geld kaufen müsste, bla 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 bla, und am Ende mache ich unterm Strich Plus. Ja, so könnte man schon rechnen, aber ich meine, keine Ahnung. Ich meine, das ist einfach ein dummes System. Also es ist halt einfach ein veraltetes System gewesen, wovon man schon immer wirklich nur profitiert hat, wenn man, wie gesagt, 24/7 seinen PC hat laufen lassen. Und, ja.
Also, wenn man es reworken würde, könnte ich es schon sehen. Aber, also ich fände es auf jeden Fall besser als die Material. Also, wenn du jetzt auf dem Kollektorfeld stehen würdest und du würdest Items farmen, unter anderem oder überwiegend diese Materialien, und man könnte das irgendwie AFK machen oder so. Weil ganz ehrlich, da könnten sie die Materialien auch einfach löschen, probably. Warum sie überhaupt noch farmen, wenn du sie AFK farmen kannst, dann kann man sie auch direkt löschen. Aber ja, keine Ahnung. Alles, was mit Kollektoren zu tun hatte in Flife, ist irgendwie sinnlos. Das aktuelle Catcher-System ist mega sinnlos irgendwie. Und witzlos. Und das alte System aber irgendwie auch. Dieser verdammte Staubsauger. Diese verdammten Städter mit ihren Kollektoren. So war es bei mir auch. Ich weiß nicht, wann ich das erste Mal Level 60 geworden bin. Es war safe erst nach einem Jahr oder so. Und mein Problem, also ich sage es immer wieder, wenn ich darüber rede, ich habe es einfach nicht verstanden, aber ich meine, da war ich halt 10 Jahre alt. Also ich meine, da gibt es nicht so viel zu verstehen, I guess. Ein 10-Jähriger denkt halt einfach anders als ein Erwachsener. Aber ich habe halt aus irgendeinem Grund, also ich meine, ich kann mir schon vorstellen, warum, weil es halt dann irgendwann einfach langweilig geworden ist. Ich meine, das ist ja so. Also vor allem, wenn deine Aufmerksamkeitsspanne halt nur eine halbe Stunde beträgt oder so. Also ich habe halt immer Charakter hochgezogen, meistens Bowjester oder Blades. Billposter meine ich, also das waren die meisten, die ich gemacht habe. Also ich hatte irgendwie 10, also ohne Scheiß, ich hatte echt 10 Bowjester oder so. Und ich habe die immer so zwischen 62, 67, irgendwann hatte ich meinen auf 74, glaube ich, gezogen. Aber wirklich meistens so Ende der 60er Level, so Cranes und Absidiaka Grimong habe ich dann irgendwie gequittet. Und aus irgendeinem Grund, und das ist das, was ich niemals verstehen werde, habe ich die Chars dann immer gelöscht. Also ich habe dann quasi den Level 67er Bowjester gelöscht. Also ich habe natürlich schon die Items weggenommen, also hoffe ich zumindest. Hab den dann gelöscht, 9 Char erstellt und dann einfach nochmal Bowjester gemacht. Und dann auf 64 oder so wieder gequittet, weil ich genau das gleiche Problem hatte. War langweilig, ging nicht mehr schnell genug voran. Und ich kann es bis heute nicht verstehen. Also ich hatte, keine Ahnung, einige Bowjester, einige BPs, immer wieder das gleiche gemacht. Und dann irgendwie immer gelöscht. Ich habe auch meinen ersten Elementor gelöscht. Ich habe irgendwann mal einen Elementor gemacht. 2009 oder so. Weil alle haben immer gesagt, oh, Windfield bei Mammuts oder im Tower bei Ganessa. Sau heftig. Das geht übelst ab. Da habe ich mir einen Elle gemacht, bin in den Tower gegangen, irgendwie nach 15 Minuten gestorben, kurz bevor die ersten Ganessa gestorben wären. Kein einziges Level gemacht, war nicht mehr Level 65, also Level downed. Dachte mir nur, Junge, was ist das für eine dumme Scheiße? Und gelöscht. Der hieß Gammelpommes. Der Elementor. Gutes altes Gammelpommes. Wie alt ich da war? Punika? Na, 10. Meine ersten Chars mit 10. Und mein ältester Account, den habe ich erstellt, als ich 11 war. Und den habe ich noch. Mein ältester Account, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, im alten Websen-Forum stand das immer dabei, das war recht cool. In den alten Fly-Foren stand da, wann du deinen Account registriert hast. Da stand Member Since und dann stand das genaue Datum, stand glaube ich sogar dabei. Also entweder war es nur das Jahr oder es war das genaue Datum. Ich glaube, es war das genaue Datum, aber vielleicht war es G-Potato. Kann sein, dass bei Websen noch das Jahr dabei stand. Aber egal, auf jeden Fall in den alten Fly-Foren stand es dabei. Und also mein allerältesten Account, den habe ich leider nicht mehr, der ist weg. Das war der 2007er Account. Aber meinen zweitältesten Account von 2008, den habe ich noch. Da könnte ich mich jetzt einloggen und spielen. Und ich habe auch noch einen Charakter dort, Blade 4444, deswegen heißt auch mein Blade of Borodeng so. Das war mein erster Blade, müsste es gewesen sein. Der allererste Blade, den ich jemals erstellt habe. Der hat auch noch eine sauschlechte Lusakas Axe, eine sauschlechte Queen's Axe. Ist verstattet. Oder naja, ich glaube, ich habe ihn sogar gerestattet irgendwann, leider. Der hatte noch die Iconic 20 STA, 30 Decks, also die verstattete Verstattung. Der Verstattungen quasi am Start. Der Charakter ist so OG, wie es nur irgendwie geht. Und Einser-Erweckungen noch. Einser-Erweckungen sind auch schon voll alt.
Dann kannst du den jetzt ja aus Gewohnheit löschen. Tja, Freizeitrentner, da sieht man, dass du schon lange kein Flive mehr gespielt hast. Man kann in Flive-PC keine Charakter löschen. Das geht nicht. Du Amateur. Seit über 4 Jahren kannst du in Flive keine Charakter mehr löschen. Ich weiß nicht mehr genau, seit wann es nicht mehr geht, aber müsste mittlerweile über 4 Jahre sein. Es gab literally vor 1 oder 2 Jahren gab es mal ein Event. Das war literally löscht eure Character-Event. Also es hieß nicht genauso, aber es hieß wirklich so. Es hieß, jetzt ist die Zeit, Charakter zu löschen. Es ging irgendwie 4 Wochen oder so. Und dann konntest du Charakter löschen. Zeitlich begrenzte Charakter-Lösch-Event. Hammergeil. Bestes Event aller Zeiten. Mein Lieblingsevent in Flive. Löscht jetzt eure Charakter. Cringe sind Leute, die 600 € für ein Herne-Stuff ausgeben. Ehrlich gesagt verstehe ich es immer noch nicht. Viele sind der Sucht sowieso bereits verfallen, dass alles andere einen niedrigeren Stellenwert hat. Was genau meinst du jetzt mit alles andere? Real Life oder was? Normalzustand? Natürlich ist das Real Life nicht so wichtig. Wie das Spiel. Monotoi. Irgendwie ist es halt in der Flive-Community einfach normal, mehrere 100 € im Monat oder generell für ein Spiel auszugeben. Und ich meine, klar, wenn du das Geld hast, ich meine, du kannst es ausgeben, für was du willst, das ist ja deine Sache. Aber dass man halt nicht nachvollziehen kann, dass, wie du sagst, dass andere Leute das halt einfach absolut crazy finden. Oder wenn du halt sogar auch mehrere 100 € für ein Item ausgibst, das dann nicht mal perfekt ist, sondern das ist literally eine kleine Waffe, die du dann nochmal ein paar 100 € stecken musst, damit sie wirklich krass ist. Keine Ahnung, warum das so ist. Manche Leute haben einfach den Bezug zur Realität verloren irgendwie. Entweder sind sie so dermaßen reich, dass sie es einfach wirklich nicht checken, dass das für manche Leute halt einfach utopisch ist. Oder, ich weiß auch nicht. Ich hoffe, wir werden nicht wieder gescammt. Ich hoffe, es werden einfach 5 oder so. Irgendwas in der Mitte. Ja, wird wieder ein Scam. Ja, alles klar. Noch keinen einzigen Diamond. Hälfte der Waffen ist weg. Jo, kein einziger Diamond. Passt. Ja, dankeschön. Kein Diamond. Okay. Einer. Wow. 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 Scam. Wieder absoluter Scam bei den Diamonds. Dann schauen wir mal. Sollte es jetzt ja eigentlich wieder ein bisschen besser laufen. Ich glaube, es sind noch 2 Waffen plus 4 dabei. Also eigentlich ein Diamond ist fast garantiert. Also bei so vielen Waffen sollte ein Diamond immer garantiert sein. Alles andere wäre eine absolute Frechheit. Oh, 4, Alter. Das ist so schlecht, Mann. Lächerlich.